Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Cast TV. Wir sind 48 Stunden auf einem Hausboot. Die Bedingungen sind sauschlecht, Ja, aber das ist Hochwasser. Es gibt wie immer, wie bei Up North, auch eine Challenge, die Flo vorbereitet hat. Und die liegt da drin. Ich bin gespannt. Kommt einfach mal mit. Hier, Flo, Handy. Pin, Flo. Pin, schnell. Also, das ist komisch. Nein, lieber Dustin, lieber Felix. In den nächsten 48 Stunden wohnen wir gemeinsam auf 15 Quadratmetern. Und natürlich gibt es wieder eine Challenge. Erstens, fangt einen Barsch Ü40 mit der Spinnrute. Zweitens, fangt einen maßigen Hecht auf Köderfisch. Drittens, fangt einen maßigen Zander auf Köderfisch. Achtung, auf Zander darf auch aktiv mit dem Köderfisch geangelt werden. Bonus, fangt einen Raubfisch mit einem selbst gefangenen Köderfisch. Für diese Challenge habt ihr genau 48 Stunden Zeit. Viel Erfolg, euer euch liebender Flo. Aber wir gehen jetzt erstmal los. Supermarkt und Angeladen. Ja, das machen wir jetzt. Ciao. Wie immer, wir brauchen ganz viel Zeugs. Köderfischzeugs, Köderfische fangen, Köderfische anbieten, etc., etc., etc. Aber das kriegen wir alles hier, oder? Hier kriegen wir es auf jeden Fall. Beste Angeladen in Holland. 0,75 auch. Ich würde nicht zu leicht nehmen. Also ich würde die 1,5 Gramm nehmen. Ja, nimm mal für dich eine. Wir nehmen mal nochmal 3 mit Sicherheitshalber, oder? Insgesamt. Die jetzt noch. Jetzt brauchen wir ein Ground Bait. Reicht das einmal? Ja, ne? Ja. Einen Eimer sollten wir uns echt Ja. mitnehmen. Guck mal, hier gibt's Maden. Nimm mal anständige Maden, oder? Pingis mag ich nicht. Und ein Caster? Caster auch Ich mal habe, gut. glaube ich, noch nie in meinem Leben mit Caster auf Köderfisch gegangen. Ich sehr viel. Echt? Aber gut, ich war auch deutscher Meister im Vielseitigkeit. Vielseitigkeit? Ja, das ist. Ich weiß. Ich weiß Nimmst du echt nicht. Caster, ne? Ja, aber ein Lotblei brauchen wir. Dann nimm es nicht zu schwer. Wegen der Route. 20 21 Euro. So viel Geld haben wir gar nicht. Gleich ins Dispo gehen wir. Wie heißt das, wenn man negativ ist? Dispo. Heißt Dispo? Weiß ich natürlich nicht. Ich bewege mich da öfters mal. So ab dem 20. Tauche ich da gern mal ein. Die letzten 10 Tage im Monat. Ja, ja. Wie viel Meter hat das? 5. 4. Guck mal, hier ist eine 5 Meter. Wollen wir 5 Meter Ja, nehmen? nehmen wir 5 Meter und dann nehmen wir gleich 2. Anständiger Knüppel. That's what she said. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen was fürs Hechtangeln und Zanderangeln mit der Pose. Und vielleicht auch auf Grund. Pose. Ach, Grund, was hast du denn für? Hast du so einen Boomarm dabei? Oder was? Du hast ja Grundrouten dabei. Ja, Anti-Tangle-Boom habe ich nicht dabei. Okay, das müssen wir dann auch noch holen. Vielleicht 1, 2. Ich habe so eine Allround-Kiste dabei, wo so ein bisschen was von allem drin ist. Also Nummer sicher noch ein paar Haken einpacken. Ja, und Müssen Posen, wir- wo ist denn der ganze Quatsch? Oh, guck mal, hier sind die Posen. Hier so eine 20 Gramm? Nee, ein bisschen mehr, ne? 20 reicht eigentlich aus. Du darfst auch nicht vergessen, umso mehr Widerstand, umso... Ja, du bleißt es ja so aus, ja? Ja, aber trotzdem haben sie ja noch ein bisschen Widerstand. Dann. Guck mal hier, 50 Gramm ist auch zu heavy. Das sind nicht die größten Haken, aber Ich glaube, beim Ansitzangeln ist doch gut, oder? Ist nicht so schlimm. wie gesagt, ich habe echt eine schöne Allround-Box dabei, wo eigentlich alles drin ist. Aber ich weiß auch Deswegen nicht gehen ganz... wir hier wieder 300 Euro im Angeladen aus. Weil ja, du alles ich weiß dabei halt hast. auch nicht genau, was da drin ist, weil es fehlen natürlich immer die Sachen, die man braucht. Oh, lässt sich nicht ärgern heute. So, mal gucken, ob hier auch große Ja, hier sind große Köderfische. Ich will aber auch hier wieder. Wie viel braucht man hier von, Becky? Nimm mal schon mal. Das reicht. Sicher? Ja, wir angeln ja noch selber ein bisschen drauf. Komm, sicherheitshalber einen dritten mitnehmen. Lieber haben als brauchen, würde ich sagen. Muss man sagen, gute Fang für die Petri. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal spätestens, ne? Wenn ihr eine Frage habt oder so, was deutsche Kollegen oder so, immer hinschicken. Ich brauche Beleg noch. Becky, viel Glück, ja? Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao, Jungs. Ciao. Jo. So, jetzt haben wir alles. Jetzt geht's noch ganz kurz in den Supermarkt und dann geht's ab aufs Hausboot. Schau dir mal dieses herrliche Wetter da draußen an. Oh, 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 oh. Jetzt haben sie mich Das ist fast, immer so mit den Deutschen. jetzt haben sie mich fast erwischt, die Jungs. Ciao. So, das lege ich nach hinten, oder? Kescher, würde ich sagen, legen wir hier vorne hin. Hier wird gedrillt. Noch herrscht hier ein bisschen Chaos. Wir haben noch kein System entwickelt, wie wir hier uns bewegen, wo wir was hintun. Aber wird schon.
Aber ich habe so Bock, hier einfach entspannt. Und wisst ihr, was man noch machen kann? Man kann auch sein Boot mitbringen, das hier parallel parken, mit dem Ding auf das geilste Barschrevier in Holland fahren und einfach hier wohnen und mit dem Boot immer raus. Ey, ich glaube, ich werde es nur noch machen. Mega geil. Also nochmal, da sieht man es, blockhutboot.nl. Was denn? Was machst du denn da? So, jetzt hat er's. Tetris. Geil. Zu? Klappe zu, Affe tot. Wir haben hier eingekauft für 2 Wochen. Das ist für 2 Tage. Lo, was haben wir da wieder gemacht im Supermarkt? Brauche ich eine Spinnerbait-Route? Glaub nicht, oder Becky? Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe zwar auch eine dabei, aber... Ja, komm, dann lege ich mit. Ich überlege gerade, wie ich die Routen schlau ablegen kann. Ist das ein Sturm, Alter. So, wir räumen gerade auf. MTV Cribs kommt mit. Also da, unser Schlafzimmer. Hey, Tür zu. Wir heizen nicht für draußen. So, hier Terrasse, wunderschön. Da haben wir wirklich viel Platz. Hier schön angeln, hier werden wir schön die Köderfischrouten nachher rauslegen. Bam! Dann haben wir hier ein professionelles Routenablagedach. Dann geht es hier weiter. Ja? Platz an der Seite ist natürlich auch. Hier hinten nochmal Köder, Dusche, Routen. Und man hat hier natürlich auch noch ein Boot, extra Boot. Und man kann, wie gesagt, parallel noch ein eigenes Boot, wenn man will, parken. Ja, und hier drin, kommt rein in die gute Stube. Kommt drin, Jungs. Komm rein hier. Schön warm, wohl temperiert, 25 Grad. Wir haben ein bisschen viel Essen gekauft, glaube ich. Aber jetzt geht's los. Jetzt kriegen wir noch eine Einweisung. Den rufen wir jetzt an. Wir fahren die Boote weg, die Autos weg. Und los geht's. So, jetzt haben wir eine kleine Einweisung bekommen. Die Bedingungen sind extrem. Hochwasser, extreme Strömung. Wie wir hier einen Fisch fangen sollen und uns die Challenge schaffen sollen, weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall runter vom Fluss. Das geht gar nicht anders. Und in die Maasseen. Allerdings sind die Maasseen auch extrem gut zum Angeln. Das heißt, denke, das kriegen wir schon hin. They see me rolling, they hating. Junge, so schnell war ich glaube ich noch nie auf dem Wasser unterwegs. Richtige Rasehase hier, Alter. Entschuldigung, Captain, wo fahren wir denn hin? Ja, das wird sich zeigen. Warum ist denn jetzt die Story zu Ende gegangen? Wegginger. Oh, Wegginger, oh, Wegginger. Instaboy. Instaboy. Eingeladen. Aus dem Bett. Wirklich aus dem Bett? Der liegt auf dem Bett, steht auf. Oh, ey. Herr Kapitän, wann sind wir da? Ja, das dauert eine Weile. Wir sind nicht so ganz die schnellsten heute. Ah, die geile Story. Das war vielleicht ein bisschen, wie Becky sagen würde, cringe. Er steht jetzt das 3. Mal, legt er sich ins Bett, filmt seine Füße und geht raus und filmt dann nicht. Aber jetzt guckt er aber, es war wohl gut, für gut befunden. Aber guck mal, ich würde sagen, wir fahren erstmal hier rein, Ja. weil da, weiß ich, stehen die Haben wir Barsche. vom Ufer schon mal gefischt. Genau, und da könnte es ein bisschen ruhiger sein. Ich meine, hier ist auch gleich Barsch. Aber das hört sich nach einem guten Plan an. Und hier theoretisch bei der Einfahrt würde ich heute Nacht Köderfische rauslegen, wenn es geht. Die Anker gehen leider nur 2 Meter tief. Ja, mal gucken, wie wir das machen. Top, jetzt geben wir Gas. Scheint jetzt hier gerade noch mal richtig schön zu werden, das Wetter. Später soll der Wind ganz schön auffrischen, aber ich hoffe, das hält sich im Rahmen. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir jetzt hier ein paar richtig geile Stunden und fast schon Tage, weil wir sind ja 2 Tage hier, auf diesem Hausboot hier erleben werden. Ich bin hyped, aber irgendwie dauert es mir ein wenig lang, bis wir am Spot sind. Das manövriert uns hier gerade Richtung Großbarsch hoffentlich. Schön klar das Wasser hier. Also was mich beruhigt, ist, dass wir jetzt hier wirklich klares Wasser finden. Also hier ist ein guter Spot auf Barsch tagsüber. Aber da kommt so eine Landzunge raus und da tummeln sich die fetten Fische. Und die fetten Weiber. Wegginger, ey.
wollen uns hier gerade mal festmachen, damit wir hier schön angeln können. Wir wissen nämlich, dass hier ein guter Spot ist. Soll ich hier einfach festmachen? Ja, da mach vorne? fest. Und ich probiere hinten festzumachen. So. Schnell die Klampe belegen. Und los geht's mit Angeln. So, mein erster Wurf mit einer Craw. 15 Uhr. Mal gucken. Ich glaube, ich mache gleich einen Twitch-Bait ran hier. Erster Punkt der Challenge muss jetzt abgehakt werden. Ganz wichtig. Ein Barsch Ü40. Warst du das da, Becky? Nee, ich hab's auch gerade gesehen. Oder ist ein Ah, Vogel? Bleishuhn. Ich fange an mit einem ND in 2,5 Inch in einer meiner absoluten Lieblingsfarben, C18 am BKK-Kopf. Und hoffentlich klappt das mit dem Köder. Ich konnte in letzter Zeit so viele geile Barsche auf den Köder fangen. Deshalb war das jetzt gleich meine erste Wahl für den Spot hier. Mal schauen, ob es hier auch klappt. Der Regen ist weg. Jetzt haben wir die nächste Schwierigkeit. Wir haben Sturm. Windstärke bis 8. Deswegen haben wir uns hier geschützt hingestellt. Das wird hart. Das wird glaube ich, eine sehr, wie nennt man das? Turbulente Nacht. Ja. Ich würde jetzt hier fast sogar ein paar Würfe noch machen. Carolina Rig und so. Dann würde ich fast überlegen, da hinten wieder noch ein Stück weiter zu fahren. Guck mal, Becky, was ich hier habe. Ein Prototyp. Boah, geil. Den habe ich noch nie in echt gesehen. Also ist alles noch ganz schlimm lackiert, aber tief Runner, ne? Geil. Ich wünsche mir hier einen E-Motor, dass man schneller ein bisschen hin und her kann und ein bisschen ankern kann im Wind und so. Das ist natürlich effektiver, aber als so Base, das ist mega geil. Wie gesagt, du bist in einem der besten Barschreviere Europas, kannst theoretisch dein Boot hier direkt neben dich legen und wohnst hier halt die Woche auf dem Wasser. Es geht eigentlich nicht geiler. Du hast eine Dusche, du hast eine Küche, du hast alles, was du brauchst. Tja, Mach glaube ich auch mal Seaweed fertig gleich. ich wollte gerade Seaweed schmeißen. Ich mache dann nochmal einen Wurf und dann mache ich Seaweed. Ich montiere mir mal schnell eins. Ich mache mir jetzt ein Carolina Rig fertig. Mit unserer Craw in 3,5 Inch. Winterangeln, kurze Beißphasen, die muss man abpassen. Dafür meistens schöne Fische. Das heißt, ich glaube, wenn wir einen Barsch fangen, dann sollte der auch die Minimum-Size von 40 haben, die wir heute als Ziel gesetzt bekommen haben. Bist du noch zuversichtlich? Ja. Aber mit dem Hochwasser ist das hier alles ein bisschen anders als die letzten paar Mal, als wir hier waren. Und deshalb müssen wir jetzt noch mal ein bisschen den Schlüssel zum Erfolg hier herausfinden. So, Nace Tube, relativ weit schon, kommt bald auch auf den Markt. So, Gewicht rein. Wir werden unsere eigenen Gewichte dafür auch haben, habe ich jetzt aber nicht dabei. Deswegen ein vorgefertigtes Gewicht, aber das Schöne bei der Nace Tube, wir haben hier eine Aussparung gelassen, dass es perfekt durchkommt, wie ihr seht. Immer an der gleichen Stelle perfekt. So kann es losgehen. Becky, Ja? ich würde sagen 5 Minuten noch und Dann dann, machen wir einen Platzwechsel. ja. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Oh, die läuft so geil, ey. Ohne Spaß, das ist einfach geil. Darauf hole ich jetzt ihn. Jo, bist du zusammengezuckt? Ja, Hast gedacht, jetzt passiert was oder wie? bringt er mich an. Ja, so, Spotwechsel. Wackinger, kannst du die Leine losmachen hinten? Mach hier vorne mal die Leine los. Hat er ernst gemeint hier. Hinten los! Bootfahrruhe. Wir fahren jetzt da, machen den Anker und driften so raus und angeln dann parallel zum Haus. Ja, wir strugglen hier gerade noch ein bisschen mit der Befestigung des Geh mal Bootes. an den Tal anschauen. Ich
Ich muss hier wieder den Talon bedienen. Man muss sich da erst ein bisschen eingrooven mit dem ganzen Setup hier. Aber ich glaube, jetzt haben wir es. Na los. Je Noch zu früher, früh. Ich seh's. aber je früher, desto besser. Unten. Dann mache ich den hinten auch runter. Ja, hier ist auch unten. Aber dieses Ankersystem ist eigentlich geil. Vorne ein, Ja. hinten ein. Driftet man nicht links, driftet man nicht rechts. Ist gut. Es wird uns beim Köderfischangeln nachher den Arsch retten. Der Wind ist extrem, da ist schon echt Sturm. Also Angeln, schwierig. Bisschen Zeit haben wir noch. Ich würde sagen eine Stunde für den Barsch und dann in der Nacht natürlich Zander. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Bisschen weich der Boden. Aber man hat doch immer mal wieder Muscheln da. Der Anker hat sich gelöst, Becky. Scheiße. Das bedeutet jetzt auch Spotwechsel. Los, Becky. Los, los, los. Du machst hier hinten hoch, ich mach vorne hoch. Okay? Schmeiß an den Apparillo, du hast einen Gang drin. Ist nicht so schlimm. Mach ihn raus. Ja, leider wird es langsam zu dunkel für die Barsche. Wir wollten heute unbedingt den ersten Punkt abhaken, aber die Bedingungen sind echt brutal. Und jetzt, glaube ich, bereiten wir die Köderfischrouten für Zander vor und fahren da an den Eingang von der Maas. Hoffentlich ist es nicht zu trüb. Aber bekanntlich ist es ja gut für Zander, wenn es trüb ist. Allerdings nachts, wenn dann auch gar kein Licht ist, weiß ich nicht. Egal, wir probieren es auf jeden Fall. Das wird jetzt mein letzter Wurf. Und dann wärmen wir uns kurz drin auf, machen die Routen fertig. Und dann wird richtig auf Zander geangelt, um den Punkt abzuhaken. Die Barsche hatten keinen Bock, aber hoffentlich die Zander. Ich habe meine alten Karpfenrouten mit eingepackt. Und die montieren Dustin und ich jetzt gemeinsam Jo. und legen unsere Köderfische aus. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Bock auf Köderfisch. Wir bauen uns jetzt hier sowas Improvisiertes, ne, Becky? Ich bereite dir schon mal vor. 2 Haken für Zander, Ködernadel, Köderfische haben wir, uns noch nicht selbst gefangen, das müssen wir noch machen. So, dann brauchen wir den Wirbel. Kannst du mir die erste Hauptschnur schon mal Warte, durchziehen? mach ich grad. Ja, ich ziehe hier durch. Hast du gerne auf Karpfen geangelt? Ja. Ich auch. Ist das ist aber geflochten, ne? Das ist jetzt geflochten, ja. Okay, hat man das nicht mit Ja, Monofieder gemacht? das sind auch nicht meine aktuellen Karpfenrouten. Ich habe die dann immer ein bisschen zweckentfremdet. Auch. Was heißt aktuell, du angelst immer noch auf Karpfen? Ab und an schon. Das waren meine allerersten Karpfenrouten. Ich weiß nicht, ob ein Datum draufsteht. Von Yacht? Ah, die habt ihr selbst gebaut. Das hat mir mein Papa gebaut. Aber steht leider kein Jahr drauf. Aber ich schätze mal, die sind so 16, 17 Jahre alt. Haben die einen nostalgischen Wert für dich? Ja, sehr. Liken, kommentieren, abonnieren und ihr könnt diese Route gewinnen. Nein, Becky dreht mir den Kopf um. Das wird nicht funktionieren leider. Aber Warte mal, soll ich dir die Spitze mal weglegen? Hältst du fest? ja, ich halte fest. Ich mache beide einfach fertig. Du montierst hier und so, ne? Jo. Willst du mich verarschen? Wie lang soll das Ding sein? That's what she said. Jetzt haben wir ja richtig professionelle Montage hier, Becky. Ja. Professionell nix fangen. Können wir auch. Ich glaube, an der Montage scheitert es nicht, eher am Wind. So, ganz schön viel Strömung, 70 Gramm. Dann hier sieht man, das Vorfach wird immer weggehalten, dass es sich nicht verheddert. Jetzt noch ein Einzelhaken. So Leute, ich mache hier mit ein paar Kabelbinder unsere elektrischen Bissanzeiger fest. Damit wir auch unsere Bisse dann hören, hoffentlich. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Man sieht richtig die Strömungskante weg. Siehst du das? Ja, also Eigentlich ist geil, was wir ich sag hier dir, das Ding ist hier Hop oder Flop. machen. So, hier sieht man, ist so eine Kehrströmung. Und da sieht man auch, dass eine Strömungskante ist. Da versuche ich jetzt mal reinzuwerfen, gar nicht so weit. Ja, genau da wollte ich hin.
Lass mal so erstmal probieren und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, hier, wenn du ein bisschen gerader wirst, Vecchi, wirf die mal aus. Ein bisschen mehr siehst du hier an die Strömungskante. Also nicht weit, so 15 Meter vielleicht. So, meine Route liegt auch. Wir werden ein bisschen rumspielen müssen mit dem Freilauf, um rauszufinden, wie fest wir ihn machen müssen wegen der Strömung und dem Wind. Köderfischruten liegen. Das müssen wir noch beißen. Tür zu bitte. Zieht. Wir heizen nicht für draußen. So. Piept. Schon mehrfach. Das denn ist nix. Vielleicht war es ein Zuppler. Ein kleiner Zuppler. Das ist irgendwie geil. Man nutzt trotzdem. Man liegt hier schön in der Koje. Veckis Füße im Gesicht. Und wenn es piept, raus. Mit einer viel zu schweren Route. Vermutlich einen viel zu kleinen Zander drin. Aber geil. Es ist trotzdem. Man hat immer eine Chance im Wasser. Das ist irgendwie sau cool. Ich liebe das. Das ist ein guter Vibe jetzt. Vecchi macht schon wieder Selfies. Wem schickst du die Selfies wegkissen? Verrate ich nicht. Paradini. Ich hab schon Boxershorts an. Vecchi hatte den ersten Biss gerade auf Köderfisch. Es scheint schon mal gut. Das ist gut, die Dings da. Aber wahrscheinlich hat er was gespürt, ne? Ja, der hat losgelassen. Gar keine Bewegung mehr da. Aber das war 100% nicht ein Ja. Das war richtig so. Kleiner Anhieb. Nee. Dann sehen wir auf dem Köderfisch, was es war. Vielleicht ist ja auch gut, wir können wieder reinschmeißen, aber war auf jeden Fall der erste Biss. Aber in irgendeiner Form Kontakt war es. Dann war es vielleicht ein. Aber guck mal da vorne, wie ausgerissen ist. Siehst du es? An der Seite? Ja, hinten. Es sieht aus wie. Ach, keine Ahnung. Wo ist denn die Ködernadel? Ab ins Ökosystem. Ködernadel ist hier. Oh, mir ist fast zu kalt dafür. Gib mir mal schnell einen Köderfisch bitte. Oder wenigstens die Dings hoch. Wenn es schon nicht anfassen. Guck mal, wie er das macht. Guck mal. Ich gehe jetzt gleich schlafen. Ja, ich nicht, oder was? Ich Doch. bleibe jetzt noch die ganze Nacht wach und sitze hier neben Köderfischruten, oder wie? Vecchi, ey. Ich muss jetzt wieder den Quatsch hier machen, ey. Typischer Weckinger. Frische Köderfische würden so viel besser halten. Das ist immer bei den Gefrorenen nur so eine Kompromisslösung. Ja, es war auf jeden Fall der erste Biss, Vecchi. Die Route kommt wieder ab ins Rennen. So, ich muss noch die Zähne putzen, aber die Jungs müssen da auch ihr Zeugs noch vorbereiten. Und dann lege ich mich aber schön in mein warmes Bettchen. Und das Einzige, was mich stören darf, ist ein Vollrun von einem dicken Zander. Oder ein harter Furz von mir. Okay. So ist der Vecchi nämlich drauf. Oh, geil, schön gemütlich auf dem Wasser pennen. Jungs, ne, wenn ihr Angst habt, nachher kommt er rüber. So, wir gehen jetzt pennen. Gute Nacht. Und wenn was beißt, ne, dann seht ihr uns wieder. Tschüss. Ja, guten Morgen. Die Jungs schlafen noch. Ich gehe mal raus schon. Geilstes Wetter, weniger Wind, bisschen wärmer. Oh, ich bin auch richtig verquatscht. Aber ich will jetzt schon ein bisschen auf Barsch angeln. Die Challenge schaffen. Vecchi und Flover, die jungen Burschen, die können noch ein bisschen pennen. Ich hole mal die Route hier rein erstmal, mach den aus. So, mein Köderfisch ist weg, das ist schon mal sehr gut. So. Kein Wunder, dass nichts beißt. Naja, heute Nacht denke ich, wenn wir nochmal hier wiederkommen. Vielleicht können wir auch an eine andere Stelle gehen, wenn es nicht ganz so windig ist. Dann muss ich da erstmal hoch hier zu meinem Routenstaufach. Der Routenablage. Oh.
So, womit fangen wir denn an? Twitchbait in the morning? Oder... Ja, komm, schleif erstmal mit einer Craw. Ganz kurz hier. Typisch. Mal sehen, ob da was geht. Erster Wurf für die Challenge. Hoffentlich geht da gleich was. So, hier unten. Schneid mal schön über den Grund. Ein paar Twitches rein. Mal gucken. Ich werde doch gleich nochmal eine Tube probieren. Und ein Twitchbait. Da muss doch was gehen. So, jetzt alles probiert. Twitchbait tief, Twitchbait flach. Craw geschliffen, Tube aggressiv geführt und so weiter. Kein Fisch, kein Biss. Ich glaube, ich werde mich jetzt gleich als Köderfischangeln machen, damit wir vielleicht so einen Punkt erstmal abhaken. So, Spinnfischen war nicht so erfolgreich. Deswegen erstmal ein Frühstück. Und es geht ja immer noch darum, die Challenge zu bestehen. Und dazu zählt es auch, Köderfische selbst zu fangen und mit den Köderfischen einen Fisch zu fangen. Deswegen werde ich das machen, während Becky noch im Bettchen liegt. Probieren, einen Köderfisch zu fangen. Und ja, gucken wir mal. Ich habe heute Morgen echt alles probiert. Twitchbait, Carolina Rig, Tube, alles Mögliche. Craw geschliffen, nichts ging. Deswegen Köderfische fangen und vielleicht auch mal einen Köderfisch an Dropshot oder Carolina machen. So, ich hole hinten das Futter. Ich habe einen Eimer, ich habe die Stippe. Hoffentlich klappt wenigstens das. Der erste Fisch unserer Challenge. So, schnell Mahnen und Futter holen. Weg, übertreibt's echt. Jetzt fängt er wieder an, sich zu rasieren und alles, ey. Das ist dem wichtiger als die Challenge. Caster, Bah. Pah. Pah. Der Muff, der da rauskam gerade, boah. Alles eingeatmet. Junge, Junge, Junge. Wenn das jetzt nicht die Köderfische bringt, dann weiß ich auch nicht. Oh, das ist kalt. Ich werde Becky jetzt gleich einen Vorschlag machen. Da ich jetzt schon lange wach bin, schon den einen oder anderen Wurf gemacht habe, jetzt auch noch diese Köderfischpampe hier mache, finde ich es fair, wenn Becky das Frühstück macht. Ich werde Ihnen den Vorschlag gleich mal unterbreiten. Becky, ich habe eine Idee. Da ich ja heute Morgen schon mindestens 1,5 Stunden vor dir wach war und schon versucht habe, die Challenge zu schaffen und jetzt auch noch diese Pampe mit diesen Köderfischen gemacht habe und dir deine Köderfische alle aufgezogen habe, finde ich es eigentlich nur fair, wenn du jetzt uns ein schönes Frühstück machst. Ja, das hat sich nun die Land. Jo, da ist so ein Biss, oder? Jo. Jawohl! Ist das geil. Oh. Das ist der beste Zanderköder, den man haben kann. Im Grunde. Das freut mich. Ist richtig, richtig gut. Die wird abgehakt, weitgerecht getötet. Und dann kommt sie nachher anhaken. Ein paar Weißfische wollen wir aber auch. Aber im Grunde ist schon mal gut. Ich bin schon mal happy. Das ist der nächste Biss. Ist doch schon ein Biss, oder? Ja. Das wird heute wohl ein Grundelspektakel. Es ist echt gut. Das sind nämlich echt gute Köderfische. Natürlich nicht für Hecht, aber für Hecht haben wir unsere großen Köderfische ja dabei. Zander und Barsch. Und, ganz wichtig, ich habe mir gerade noch mal die Regeln durchgelesen. Da steht nichts von Barsch auf Kunstköder. Da steht nur Barsch mit der Spinnrute. Das heißt, ich kann nachher auch so eine Grundel einfach an Carolina Rig machen. Tot und dann über den Grund schleifen. Funktioniert auch. Oder ein Dropshot. Richtig gut. Schon wieder einer dran, oder? Junge, was ist denn hier los? Schon wieder eine Grundel, aber die ist mir fast zu klein, oder? Obwohl, so ein Barsch haben. Ich komme gar nicht auf den Grund, da ist die Grundel schon dran. Ich dachte, die sind am Grund, die Jungs. Aber die Pose stellt sich nicht mehr auf, weil sie den Köder schon Feuer greifen. Naja, geil. Abschlagen, weiter geht's.
gibt's Frühstück. Ich habe hier 6 Eier fertig gemacht. Dazu gibt es ein bisschen Bacon. Dann haben wir noch Avocado und sonst noch ein paar andere Leckereien, was der Kühlschrank so hergibt. Käse, Tomaten und. Und wir fangen jetzt erstmal mit dem Bacon an. Es wird ja gleich jetzt so brutal nach Bacon riechen in unserer Einzimmerwohnung hier. So, ich würde sagen, vorerst haben wir genug Köderfische. Wir brechen das jetzt hier ab. Wie gesagt, Grundeln, wunderbare Köderfische für Zander und Barsch. Hechtangeln würde ich das jetzt nicht machen, aber Zander und Barsch stehen auch auf dem Programm. Deswegen, ich werde mir einen ans Dropshot machen, werde einen Dropshot gleich machen. Da probieren Zander zu fangen und am Carolina Rig auf Barsch. Das wird schon irgendwie funktionieren. Hoffentlich. Wir müssen die Challenge schaffen. Bacon ist ready. Jetzt geht's ans Ei. Justin, Essen fertig. Komme. Ich komme. Weiß eh gerade nicht so viel. Gut gemacht, Becky. Mach noch schnell den Ton ran. Ja. Bei dir war es auf jeden Fall erfolgreicher als bei mir, obwohl mein Köderfischangeln ging auch. Na, du hast doch ein paar gefangen. Ja, ich habe ein paar gefangen, aber ich wollte auch einen Barsch noch fangen. Über die, weißt du, ich habe hier so einen Futterplatz angelegt, da habe ich noch schön die Craw rüber geschliffen. Nix. So, Schade. darf ich dir was von meinem Ei drauf machen? Gerne. Magst du es nicht, wenn es noch so? Ja, geht. Besser, wie wenn es so trocken ist, oder? Als wie? Ich habe einen Hunger, ey. Den ganzen Morgen hier in der Küche gestanden. Ganzen Morgen, du hast erst mal bis 10 im Bett gelegen, während ich schon Köderfische geangelt habe, alles. Probiert habe, die Challenge zu schaffen. Hast du gechillt und hast am Handy gesessen. Ist da irgendwo noch eine Gabel bei? Sind die Cherry-Tomaten eklig? Kurz, ja. Flo, was der Kameramann, der kriegt wieder am meisten. Danke dir. Kein Problem. So, Kamera aus und herkommen. Ja, aus. Oh, frisch. Aber jetzt geht's zum Spot. Köderfische haben wir. Wir probieren jetzt, also ich probiere jetzt mit einem Köderfisch, mit einem toten Dropshot zu fischen auf Zander. Oh, oder auch zu jiggen. Und dann dahinter gibt es auch ein paar schöne Barschspots. Da will ich dann mit Carolina Rig und so probieren. Ja, dann haben wir 2 Fische schon mal abgehakt. Und dann gibt es hier in der Nähe auch nochmal einen Spot, wo man auf Hecht angeln könnte mit Köderfisch. Das probieren wir dann natürlich auch. Aber erstmal Barsch und Zander abhaken. Ich hoffe, es gelingt uns jetzt. Der Wind immer noch extrem. Deswegen ist es schwer, mit dem Boot hier gut zu ankern. Aber ich glaube, da vorne kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ja, hier drin ist schon echt gemütlich. Bin echt happy, dass der lange fährt und ich mich hier ein bisschen in die Bude reinhocken kann. Bisschen kalt. Ich glaube, ich werde gleich mal Felix sagen, er soll mal kurz übernehmen mit dem Fahren. Wo ist er denn? Becky, Ja. du musst kurz übernehmen. Fahren wir zum Barspot, wo ich meine Route versenkt habe. Jo. Ja, musst auch ich steuern. Das Ankerwerfen habe ich von Becky gelernt. Dreht's uns aber ganz schön quer. Ja, ich sage, es hält nicht. Wir driften ja wie Sau. Ich würde sagen, fahr uns mal da nah ran. Geradezu jetzt. Gib ruhig Vollgas, Becky. Ja, hoffentlich kriegen wir das Ding jetzt hier irgendwie gut am Spot befestigt. Ja, ich schleife jetzt hier die Craw über den Grund. Parallel habe ich hier eine tote Grundel draußen, in der Hoffnung, dass ein Barsch irgendwie beißt. Aber so richtig zuversichtlich bin ich irgendwie nicht.
Jetzt fängt es auch noch an zu regnen, ey. Es beißt nichts. Es ist windig, es ist Hochwasser und jetzt auch noch Regen. Aber ich angel hier einfach ein bisschen aus der Tür raus. Bleibe ich schön trocken und bin trotzdem hier am Angeln. So, es bringt nichts. Spotwechsel. Wir fahren nochmal an die Einfahrt auf den Zander und wenn nicht, fahren wir auf jeden Fall nochmal zurück ins Klare, wo wir heute Nacht geschlafen haben. Gut, die Bedingungen, man sieht ja auch, kein anderer auf dem Wasser. Das hat doch einen Grund. Egal, jetzt ist es so, wir kämpfen bis zum Schluss. Erst wenn es over ist, erst wenn 48 Stunden vorbei sind, geben wir auf. Leute, die Zeit rennt. Wir sind jetzt schon weit über 24 Stunden auf dem Wasser. Haben noch keinen Fisch gefangen und wissen auch nicht so richtig, was wir machen sollen. Die Bedingungen sind überhaupt nicht auf unserer Seite und bis jetzt ist das noch nicht so unser Trip. Geradezu mal probieren. Wie lange macht das Boot fest? Auch wenn es keine Punkte gibt, da ich einen Kunstköder dran habe. Ich muss jetzt erstmal irgendwie einen Fisch fangen, um mal wieder ein bisschen Motivation zu tanken. Deshalb schicke ich jetzt mal einen 3,5 Inch Predator hier an der Strömungskante. Achso, Köderführung. Ich mache gar nicht so viel. Ne? Ich habe einen Dropshot, schweres Blei, das schön auf den Grund schleift. Und dann halte ich es oft nur und schleife es über den Grund bei der Strömung. Manchmal zuppel ich ein bisschen rein, aber so viel mache ich nicht. Ich habe einen Biss. Ja, Fisch. Kescher, Becky. Ich hab's mir gedacht, es hat nämlich so schön auf Köderfisch. Becky, schnell, schnell. Oh, Yes, Sir. das denn? Boah, das war eine schwere Geburt. Ei. Oh, auf den Köderfisch. Am Dropshot geführt. Man sieht das, da dreht die Strömung so schön. Deswegen habe ich gedacht, da müssen sie doch stehen. Und da ist der erste Zander. Aber der muss Maß haben, ne? Achtung, hier liegt eine Route von mir. So, der hat auf jeden Fall Maß, oder? Guck mal, perfekt gehakt. Im Mundwinkel, siehst du das? Ja. Da. So soll es sein. Gobi liegt auch noch da. Er hat alles verheddert, aber egal. Nimm mal kurz weg, bitte, das ganze Zeugs. Danke, Becky. So, 42 ist Maß und der hat, ja, 47. Wahrlich kein Monster, aber was haben wir gekämpft? Und deshalb bin ich umso glücklicher, dass der jetzt hier gebissen hat. Sehr, sehr cool. Danke, mein Lieber. Aber es war auch cool. Ich habe den Biss gespürt, habe den Jungs gesagt, Biss. Habe noch nicht angehauen und dann, ich weiß nicht, ob Flo schnell genug war, ich glaube nicht. Und dann hing er. Erster Punkt der Challenge abgehakt. Und tschüss. Kleiner Zander, trotzdem sehr glücklich. Check. Check. Das war wichtig, ne? Und irgendwie, klar, ist kein Kunstköderangeln, aber es macht trotzdem Spaß, weil irgendwie, man macht ja was Neues. Und so ein Plan, den man sich in den Kopf gesetzt hat, wenn der dann funktioniert, dann ist besonders geil. So, die kann ich nochmal verwenden. Wirklich nur so nose-hooked. Dann hängt die hier so, kann so im Wasser spielen. Und so kriegt ihr dann die Zander, wie ihr seht. Ja, taktikmäßig war das der schlechteste Fisch, wenn man ehrlich ist. Weil um diese Uhrzeit muss man eigentlich Hecht
und Zander fangen, Hecht und Barsch fangen, wenn man die Challenge schaffen will. Zander kann man auch in der Nacht fangen und lange Licht haben wir nicht mehr. Ich fische gerade Sea Rig mit einer kleinen Grundel dran. Ich habe mir anstatt einem Offset-Haken einen großen Dropshot-Haken montiert. Ich versuche jetzt damit auch noch vielleicht hier schnell einen Zander zu fischen, aber eigentlich ist es jetzt für den nächsten Spot zum Barschangeln gedacht. Fisch! Besser als der eben, aber glaube ich. Geil. Wieder auf Dropshot? Ja. Ja, den Hammer. Hammer! Zander Nummer 2. Der Zanderschreck hier am Start. Ja. Geil. Dropshot mit einer toten Goby funktioniert sehr, sehr gut. Das war deine GoPro. Battery low. Aber der nächste Fisch, das macht doch dann Spaß. Da sieht man es auch nochmal ganz schön. Flower, vielleicht kannst du da ganz kurz filmen. Tote Goby am Dropshot. Zander. Perfekte Kombination, wie man sieht. Das ist das Erfolgsrezept. Hier in der Einfahrt Goby. Goby sage ich schon. Das ist das englische Wort. Grundel. Ja. Und Dropshot, wie immer, ganz vorne gehakt. Wie man sieht, nur ein ganz kleiner Haken. Sau geil. Sau geil. Das Board. Fuffi. 51. Ein Löwe. Richtiger Löwe. Kann man sich eigentlich auch schmecken lassen. Aber wir haben gestern Fisch gegessen, deswegen heute darf er zurück. Ui, tja, Entschuldigung. Ich habe schon zu Flora gesagt, das Gute ist, wir haben ja 2 Punkte jetzt schon abgehakt. Fange einen Fisch mit selbstgefangenen Köderfisch. Stimmt, die Grundel hast du selber gefangen. Oder? Genau. Und fange einen Zander auf Köderfisch. So mit 50% unserer Challenge schon. Richtig, so sieht's aus. Ja, recht so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Deswegen jetzt noch ein Barsch, dann sind wir bei 75%. Und dann ist der Flower traurig, wenn er die Challenge verliert. So, jetzt aber ab zum nächsten Spot. Wecki fährt. Ich bin der Kapitän. Aushilfskapitän. Nee. So, wir sind jetzt hier eigentlich an unserem Barschspot wieder, wollen aber vorher schnell noch ein paar Gobis für die Nacht fangen, weil, ihr habt es gesehen, die Zander beißen ganz gut auf Gobis. Ich sage immer Gobis, auf Grundeln. Und ja, deswegen besorgen wir uns noch ein paar. Wecki baut, glaube ich, jetzt baut eine Hechtroute noch auf, dass wir parallel eine Hecht-Köderfischroute rausbringen können. Ja, und das ist der Plan. Schnell einen Barsch fangen, Hecht und dann die Challenge geschafft haben. Hoffentlich. Mal gucken. Ich habe mir hier schnell ein Lotblei montiert. Jetzt loten wir kurz den Spot aus, wo wir unsere Route platzieren möchten. Ja, sowas genau. Ich würde hier so 50 cm über Grund anbieten. Jetzt holen wir uns einen Köderfisch und werfen das Ding raus. Weißt du, wo die sind, die großen? Ja, unter dem Tisch da. Ja, bisschen wenig ausgebleibt, würde ich sagen. Ja, ich hatte Angst wegen dem Köderfisch. So, unsere Hechtroute ist auch im Rennen. Ich habe das Gefühl, Wecki hat aufgegeben. Er macht gerade alles lieber außer Angeln. Gerade kocht der Tee. Egal, ich kämpfe noch. Vielleicht haben wir Glück und die Köderfischangel geht ab. Oder ich kann auf eine Craw noch einen Barsch fangen. Mal gucken. So, ich fange auch gleich an, nochmal zu twitchen. Alles mal probieren. Ich dachte, ich chill mal hier. Aber nee, jetzt sitzt der da und chillt an seinem Handy, Alter. Soll ich mal Fisch rufen? Film ihn mal, wie er reagiert, wenn ich Fisch rufe. Fisch! Guter Fisch! Kescher! Kescher! Schönen guten Morgen. Aber ey, eine Sache muss man dir lassen. Ich bin schnell Schnell bist du da.
Also einsatzbereit bist du auf jeden Fall. Morgen, Becky. Morgen. Morgen. Schnell da warst du. Ja, gell? Okay, Leute, Becky ist wieder wach. Die Chance nutze ich, dass wir hier jetzt alles zusammen vorbereiten. Barsche wollten nicht. Leider, leider, leider. Aber egal. Morgen früh, weil wir schlafen heute wieder hier und morgen früh knall ich hier einen raus. Koste es, was es wolle. Ich stehe beim ersten Licht auf. Da schlafen die Jungs mit Sicherheit noch. Aber ich knall einen raus. So, Becky, ich bin fertig Jo, für die Nacht. Feuer raus, das Ding. Einen raus hier. Wie weit gehst du raus? Oh, nicht so weit und dann hier an die Kante irgendwie. Oh. Und dann lege ich mich in eine Koje. Sowas, weißt du? Sieht doch ganz geil aus. Mal sehen. Also man muss sagen, wir hatten alle Bisse gestern auf der anderen Seite. Aber nicht so schlimm. Heute auf jeden Fall viel weniger Wind. Das heißt, ich kann die auch viel leichter einstellen. Die Nachbarn freuen sich. Genau, da wollte ich hin. Da lag ich gestern auch. Da habe ich den Biss bekommen gestern. So, genug im Regen gestanden. Ich gehe rein, Becky. Flo macht was Leckeres zu essen. Falls was geht, melden wir uns. Ansonsten sehen wir uns morgen früh. Es regnet wieder in Strömen. Ich habe tatsächlich heute Morgen, während der Weckinger noch geschlafen hat, schon mal eine Dreiviertelstunde geangelt auf Barsch. Es geht leider nichts. Das Hochwasser hat uns echt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten trotzdem extrem viel Spaß. Wir kommen wieder auf jeden Fall. Und wenn ihr sowas auch mal machen wollt, so eine Hausboottour hier im besten Barschrevier Europas, guckt mal einfach in die Videobeschreibung. Da findet ihr alle Informationen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, oder? Ja, und hoffentlich klappt es bei der nächsten Hausboottour ein bisschen besser für uns. Genau, wir machen es nämlich nochmal. Liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.